Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Airbrush Effects, und in der heutigen Folge wollen wir mal ein kleines Schädelmotiv brushen. Zunächst bereite ich dafür aber einmal den Hintergrund vor. Wir arbeiten hier auf einen kleinen Malkarton, grundiert mit Gesso, und im Anschluss mit Farbroller und Burnt Sienna aus der Createx Illustrations Reihe gestalte ich dann den Hintergrund farblich etwas. Ich mache hier einfach verschiedene Tupfer, verschiedene Muster rein, und hier kann man auch gleich ein kleiner Trick gut sehen, den ich mit dem Farbroller gerne mal anwende. Einfach die Farbe direkt auf den Roller drauf tupfen, entweder so wie ich es hier gemacht habe aus der Flasche oder aber auch mit dem Pinsel und dann einfach losrollern, sage ich mal. Damit kann man wunderbar Strukturen erzeugen, die fast schon leopardenartig aussehen, sage ich mal. Da sind eigentlich die Fantasie keine Grenzen gesetzt. Einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, entweder direkt aus der Flasche drauf tupfen oder aber auch Muster mit dem Pinsel entsprechend draufmalen. Dann werden jetzt im weißen Anteil noch ein paar Farbspritzer gesetzt, einfach Pinsel in Farbe eintauchen und dann entweder mit dem Daumen durchstreifen oder, wie ich es gerne halt mache, auf entweder einen Holzstab oder halt einen anderen Pinsel draufklopfen, und schon hat man schöne verschieden große Spritzer. Und damit steht im Prinzip der Hintergrund auch. Das heißt, wir können jetzt mit unserem kleinen Motiv anfangen. Und um mir selber das Leben ein wenig leichter zu gestalten, habe ich mir entschieden, den Schädel ein wenig vorzuskizzieren. Und wer Interesse an dieses Thema Skizzieren hat, der soll einfach mal Ausschau halten nach dem Airbrush Step-by-Step Magazin. Da läuft gerade eine kleine Zusammenarbeit mit mir. Da haben wir eine kleine Serie geplant zum Thema Zeichnen, Skizzieren, Grundmotive, also grundlegende Übungen, sage ich mal, die einem das Zeichnen leichter machen sollen, und gerade auch für Anfänger, die mit dem Zeichnen, Skizzieren anfangen wollen, sind da hilfreiche Tipps und Tricks dabei, wie ihr dort eure Fähigkeiten verbessern könnt. Also, wenn Interesse besteht, einfach mal Ausschau halten. Januar 2019 haben wir es jetzt. In der nächsten Ausgabe sollte dann der erste Artikel mit drin sein. Sobald ich mit meiner Skizze dann soweit zufrieden bin, nutze ich entsprechend ein Knetradiergummi, um alle Linien wegzuradieren, bis zu einem Grad, dass sie halt kaum noch sichtbar sind. Und dann verwende ich jetzt verschiedene Marker von der Firma Winsor & Newton. Zunächst habe ich hier eine kleine Auswahl, die ich einmal teste, um die Farbharmonie zwischen dem Untergrund und dem entsprechenden Marker einmal zu überprüfen. Habe mich dann für das Burnt Umber entschieden, und damit male ich jetzt zunächst einmal meine Skizze ein wenig aus. Die Watercolor Marker von der Firma Winsor & Newton finde ich selber persönlich wirklich genial. Einfach entsprechend auf dem Untergrund auftragen, also die Linien entsprechend ziehen, und dann mit reinem Wasser kann man diese Stifte, diese Marker wunderbar vermischen, wie man hier sehen kann. Und man erhält auf diese Art und Weise schon fast eine Art Aquarelloptik, sage ich mal, je nachdem, wie man die Stifte entsprechend anwendet. Ich benutze es persönlich halt sehr, sehr gerne, weil man auf diese Art und Weise sehr schnell einmal Farbe auf den Untergrund auftragen kann und, wie man hier sehen kann, das Bild schon mal in den Schattenbereichen halt gestalten kann, ohne dass ich mir jetzt Gedanken machen muss um das Thema Overspray zum Beispiel, und ich kann halt eben in wenigen Minuten das Bild schon mal vorlegen, sage ich mal. So, und dann soll es auch losgehen mit dem Airbrushen. Man hat an dieser Stelle zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man kann jetzt mit dem Schattenfarbton arbeiten und die Schattenbereiche entsprechend ausarbeiten, oder man macht es so wie ich hier mit Weiß, um zunächst einmal die Highlights rauszuarbeiten und die hellere Partien hervorzuheben.
Ich persönlich fange immer gerne mit Weiß, also mit dem helleren Farbton an, einfach aus dem Grunde, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man sehr stark dazu neigt, zu dunkel zu werden, wenn man entsprechend an dieser Stelle mit dunklen Farbtönen arbeitet. Mit Weiß habe ich hier eine ganz gute Kontrolle über die Helligkeitswerte und kann nachher wesentlich einfacher das Ganze nochmal abdunkeln im Vergleich zum Aufhellen an späterer Stelle. An dieser Stelle natürlich wie üblich die entsprechenden Lichtquellen beachten und ich versuche hier auch schon die ein oder andere Strukturen entsprechend einzuarbeiten. Sobald ich dann mit dem Weiß komplett durch bin, sprich alle Bereiche mit Weiß bearbeitet habe, verwende ich dann das Burnt Umber von Createx, um anzufangen mit den Schattierungen, also die Schattierungen auszuarbeiten, weitere Strukturen einzufügen und ja, die scharfen Kanten, die ich bereits mit den Markern vorher erzeugt habe, nochmal nachzuziehen und die Schärfe rauszubringen, die jetzt vom Overspray durch dem Weiß vorher ja so ein bisschen verloren gegangen sind. Ich versuche hier mit dem Burnt Umber verschiedene Abstufungen, verschiedene Helligkeitswerte zu erzeugen. Das heißt, ich versuche nicht die dunkelsten Bereiche schon komplett dunkel anzumalen, sondern ich versuche halt verschiedene Helligkeitswerte in den unterschiedlichen Schattierungen reinzubringen. Ein sehr häufig gemachter Fehler, gerade bei Anfängern, liegt darin, dass sie sehr stark in Schwarz und Weiß arbeiten, sprich keine unterschiedlichen Grauwerte erzeugen, und das gleiche hat man natürlich auch, wenn man monochromatisch mit Farben arbeitet. Ich muss natürlich hier beachten, dass die dunklen Bereiche nicht komplett dunkel sind, sondern dass eben in den dunklen Bereichen unterschiedliche Helligkeits- und Dunkelheitswerte vorhanden sind, und die versuche ich hier an dieser Stelle schon auszuarbeiten. Zum Schluss nebel ich dann, wie hier auf der einen Hälfte schon zu sehen war, das Ganze mit dem Burnt Umber ganz leicht ein. Das Burnt Umber hat den Vorteil, dass man sowohl einen ganz hohen Gelbanteil in der Farbe drin hat und beim leichten Nebeln wirklich diesen Gelbton
ganz stark hervorsticht, als auch, dass ein tiefes Braun in dieser Farbe enthalten ist, sodass man wirklich einen ganz, ich sag mal, weiten Bereich hat, in dem man seine Farbe auftragen kann. Also man kann, wie gesagt, sowohl einen hellen Gelbton erzeugen, als auch einen dunklen Braunton, und auf diese Art und Weise hat man halt eben die Möglichkeit, die eben gerade erwähnten unterschiedlichen Dunkel- und Helligkeitswerte mit einer Farbe erzeugen. Um nun wirklich die dunkelsten Stellen hervorzuheben, habe ich mir das Burnt Umber nochmal mit einem Violett gemischt. Auf diese Art und Weise erzeuge ich eine Farbe, die schon sehr nah ans Schwarz herankommt. Viele machen auch gerne den Fehler und mischen ihre Farbe direkt mit Schwarz. Da hat man allerdings oft das Problem, dass die Farbe dadurch gräulich und dreckig wird. Wenn man das Ganze, so wie hier jetzt zum Beispiel mit dunklen Blau- oder Violetttönen macht, bekommt man eben auch einen sehr, sehr dunklen Farbton, der allerdings für den Betrachter optisch harmonischer wirkt, weil sie eben keine schmutzigen Anteile hat, sondern weil es alles rein farblich aufeinander basiert. Der einzige Nachteil bei dieser Technik ist, dass man an weißlich angrenzenden Flächen manchmal durchs Overspray so eine leichte Farbverschiebung hat von dem dunklen Braunton, den man hier hat, und zwar ins Violette hinein. Das kann man an einigen Stellen hier erkennen. Das ist allerdings kein Thema, denn im Anschluss kann man das mit dem reinen Burnt Umber nochmal korrigieren, also nochmal eine Farbkorrektur vornehmen, um diesen Violettstich dann entsprechend zu entfernen. Und zum Schluss benutze ich jetzt nochmal ein reines Weiß, um die Highlights hervorzuheben. Das ist mit der Grund, weshalb ich vorhin das Ganze mit dem Burnt Umber nochmal eingenebelt habe, um jetzt sozusagen die Möglichkeit zu haben, die finalen Highlights zu setzen, damit diese auch wirklich hervorstechen. An dieser Stelle muss man darauf achten, dass bei den Highlights die Regelung weniger ist mehr wirklich beachtet. Wenn man hier jetzt wirklich überall wieder seine Highlights setzt, wie man es am Anfang mit dem Weiß gemacht hat, dann sieht das Bild nicht mehr stimmig aus. Deshalb wirklich auf die Lichtquelle achten. Wie gesagt, weniger ist mehr und sparsam die Highlights setzen, und dann wird das Ganze auch was. Zusätzlich zur Airbrush verwende ich dann jetzt nochmal einen Pinsel, um eben die Highlights an einigen Stellen zu setzen. Das mache ich einfach deswegen ganz gerne, um nochmal diese Schärfe, die ich ganz am Anfang mit dem Marker hatte, nochmal wieder hervorzuheben, um wirklich an einigen Stellen den krassen Kontrast nicht nur eben in hell und dunkel zu haben, sondern eben auch in Schärfe und Unschärfe, um damit nochmal das ganze Bild eine größere Tiefenwirkung und ja, eine plastischere Wirkung zu geben. Und zum Abschluss gestalte ich jetzt nochmal die obere Hälfte des Bildes ein wenig. Da habe ich jetzt nichts Großes geplant, außer dass ich halt eine Art von Struktur erzeugen wollte, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Dazu verwende ich einfach die Farbe mit viel Wasser und Pinsel und lasse das so ein bisschen
ja, nach unten hin, beziehungsweise nach oben hin, nachdem es nachher dann umgedreht ist, die Farbe ein bisschen verlaufen, um so, wie gesagt, so ein interessantes Muster zu gestalten, damit die obere Hälfte vom Bild nicht unfertig aussieht, sondern dass es eben den Eindruck macht, als würde sozusagen der Schädel von oben nach unten her, ja, tropfen oder sowas in der Art. Ja, und damit wäre im Prinzip das Bild auch schon fertig. Hier noch ein paar Nahaufnahmen von dem ganzen Bild. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ja, konntet vielleicht das ein oder andere hier dazu lernen in diesem Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid hier bei Airbrush Effects.